Ein herzliches Hallo zu einem neuen Video. Und zwar fahre ich gerade mal eine BMW R1250 GS Probe und muss sagen, ihr kennt vielleicht die Stelle wieder. Genau hier habe ich das Probefahrtsvideo der Multistrada gemacht. Sie fährt sich mega affen, super geil. Ich hätte es echt nicht gedacht. Und zwar der Sound ist affenhammer, mega geil. Der Drehmoment Punch und die Leistung ist absolut affenhammer, mega geil. Also das Ding kannst du fahren wie ein Racebike, also soundtechnisch und motortechnisch. Ich kann verstehen, wieso es das beste Motorrad der Welt genannt wird. Was mich übrigens sehr freut, da ist der Reifen drauf, den ich mir jetzt auch bestellt habe. Und zwar der Michelin Anarchy Adventure. Ich freue mich riesig drauf und fährt sich bombastisch. Ja, man muss sagen, es ist brutal, wenn man sich draufsetzt und die Ducati gewöhnt ist. Wie sanft die Hebel gehen, wie perfekt der Schaltautomat funktioniert. Ein wenig traurig, macht einen ein wenig geknickt. Man kann verstehen, wie ausgereift die Technik hier ist und wie verdammt präzise das Ganze funktioniert. Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man Gas gibt, dann wippt das Moped ein bisschen. Handbremsen funktioniert perfekt, vor allem Dynamic Mode. Man hört auch so ein leichtes Puffen im Auspuff. Beim Anbremsen hört man so ein leichtes Quietschen auf dem Hinterrad, weil man einfach an der Gripgrenze fährt. Dennoch alles bombenverdammt super megamäßig stabil. Auch bei der Traktionskontrolle, bei dem Drehmoment, du kannst einfach voll durchziehen und du hast auch ein leichtes Ausbrecher gegebenenfalls gespürt, aber du weißt, alles ist safe. Scheiße verdammt, ist der Bock geil. Was mich subjektiv stört, deshalb kann ich sie auch nicht kaufen. Ich weiß, ich bin der Penibel, aber die Optik von diesem Cockpit sagt mir irgendwie nicht zu. Erstens diese zweite Halterung oben, die habe ich schon nie gemocht. Deshalb habe ich dieses geile Ducati Connect System gekauft. Und ja, die ganze Montage hier, irgendwie hier der Platz, hier leer irgendwie, hier das Windschild. Diese Halterung zum Verstellen. Sagt mir persönlich visuell nicht zu, aber muss ja auch kein kaufentscheidender Grund sein für viele Menschen. Ja, ansonsten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein drecksgeiler Bock ist. Überlege ich sie mir jetzt zu kaufen? Ja, das habe ich wirklich. Muss aber sagen, das ist wirklich ganz spannend. Also ich muss sagen, bei sportlicher Fahrweise, glaube ich, ist das Fahrwerk von der Ducati für mich subjektiv überlegen. Einfach noch ein bisschen stabiler, der ganze Bock. Soundtechnisch, beschleunigungstechnisch, brutal. Also besonders beschleunigungstechnisch hätte ich nie für möglich gehalten, weil 40 PS weniger. Sagen wir es vielleicht Sound- und Fahrstil-technisch auf sportlich dynamisch. In jedem Fall gleich gut. Also bezüglich Sound und Sportlichkeit vom Gefühl her überlegen. Auf jeden Fall die BMW überlegen. Das Ding ist halt, hier gibt es halt pervers geilen Sound unten raus und der Sound wird wirklich noch geiler, auch wenn du spürst, das Drehmoment lässt nach, aber 6, 7, 8, 9.000, mega geiler Sound. Bei der Ducati kommt der Sound ja auch irgendwann ab 7, 8, aber unten raus vermisst du ihn halt. Und ja, deshalb, vielleicht ist mir die Ducati einfach zu leise. Ich muss mal kurz nachschauen, wie es denn bei den Dezibelangaben hier aussieht. Und dann sehe ich diesen breiten Hebel und denke mir, dass ich bei meiner bemängelt habe, dass ich manchmal mit gewissen Schuhen und auch mit den Tourenschuhen manchmal die Bremse nicht wirklich fühle. Und hier ist der einfach doppelt so groß. Wieso nicht gleich, Ducati? Und jetzt kommt's. Ich kann es gar nicht glauben, ich muss noch mal nachschauen. 88 dB, lecco mio. 4 dB leiser als Standgeräusch. Trotzdem ein Sound, wenn du sie aufdrehst, dass du denkst, baller dir die Birne weg. Brutal, brutal geil. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Auf jeden Fall auf die nächste GS warten. Das Modell als Ganzes gibt es ja schon. Ja, ich weiß, dieses Jahr hat es ein neues Update gegeben, aber ich würde das eher so Kategorie Facelift. Wir warten mal auf die nächste GS. Ich will auf jeden Fall vielleicht auch noch die S1000R Probe fahren. Wahrscheinlich will ich auch noch die Kawasaki ZH2 Probe fahren. Einfach so just for fun. Mal schauen, ob ich mich wild verliebe. Man muss die Augen hier offen halten. Und was bemängel ich wirklich grob an der Multistrada VVS? Boah, dieses ganze Kartenmanagement-System ist einfach wie, also Ducati Connect ist wirklich so schlecht, das kann man nicht benutzen. Es ist voll sinnfrei und es ist brutal und es meldet sich keiner von Ducati und es gibt kein Feedback darüber und dass die Lösung aufgrund der Hitze einfach total unpraktikabel ist. Ich habe heute gemessen und geschaut, 47 Grad hat es in dieser Box drinnen, wenn das Bike in der Sonne steht und klar sagt das Handy da Ciao. Ich meine, da sagt jeder Ciao. Das bedeutet, dass auch langfristig keine Lösung in Sicht ist. Bedeutet, ich habe hier ein Moped gekauft mit einer supergeilen Kartenlösung, die nie funktionieren wird.
Und das war für mich halt eine wichtige Entscheidung in der Kaufgrund. Und der Just Doesn't Work und das stört mich wirklich. Und danke sehr an den lieben Kommentar bezüglich einer Handyhalterung. Klar kann ich mir eine Handyhalterung kaufen, aber verdammt, wieso habe ich nochmal ein paar tausend Euro für dieses Multimedia-System bezahlt, wenn ich dann eine 100 Euro Handyhalterung brauche? Ist echt sehr traurig. Und ärgert mich sehr. Ansonsten finde ich es ziemlich geil, dass ich diesen Reifen schon Probe fahren können habe, bevor ich ihn mir selbst gekauft habe. Er fährt sich bombastisch. Resümee zum Bike im Vergleich. Technik funktioniert. Display finde ich voll aufgeräumt, super geil und super schlicht. Natürlich für Navigation und so bräuchtest du das zweite Gerät dazu. Kannst du auch gleich eine Handyhalterung checken. Ansonsten das Bike ist einfach unfassbar sanft und präzise versus super brutal. Ich habe wirklich nicht gewusst, ich habe einmal eine Boxer gefahren und das hat immer so ein links, rechts, links, rechts, links, rechts Gefühl gegeben. Habe ich nicht so geil gefunden. Bei diesem Bike spürst du eigentlich gar nichts davon. Du spürst einfach nur brachiale Gewalt und am Gashahn freut sie sich absolut zu geben. Das war's soweit. Ich bringe das Schmuckstück wieder zurück. Freue mich, dass ich die Probefahrt so spontan machen habe dürfen. Danke an der Stelle. Hier noch ein paar Fahreindrücke. Ansonsten danke fürs Videoschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abo da lassen und ja, immer gute Fahrt. Ride hard, ride safe. Außer, dass ich mir 3-4 Mal mein Schienbein am Boxermotor angestoßen habe, gibt es nichts zu bemängeln. Sehr sexy. Absolut sexy. Oh, auch sehr sexy. Habt ihr dieses leichte Blubbern gehört? Ich habe das Blubbern bei der S1000R immer unendlich hart geliebt. Und sie hat es auch. Geil, echt geil, echt geil, wie sanft sie sich bewegen lässt. Abstandstempomat gibt es hier natürlich keinen. Vermisse ich den? Nein, weil dafür gibt es hier wenigstens ein Set, das funktioniert. Also ich habe das bei meiner Multistrada noch immer nicht ganz drauf. Und zwar die Z-Taste des Tempomats. Laut Anleitung sollte sie auch immer setzen, setzt nicht immer. Ich habe keine Ahnung. Kann die Konstellationen vielleicht mal versuchen durchzuspielen, aber es macht keinen Fun. Sie setzt nicht immer. Das macht keinen Spaß. Ist ja auch nicht so schwer. Auf jeden Fall hier, also ein klassisches Set. Du setzt und es funktioniert einfach. Das wollte ich noch sagen. Was mich auch ein bisschen beruhigt, ist der Schaltautomat. Er ist hier auch immer nicht ganz smooth. Ich habe ihn einfach so in Erinnerung wie bei einer S1000R. Du hast den reingeballert und das war einfach eine Explosion. Die war nicht ruppig, die war nicht zu brutal, aber du hast gewusst, geil, verdammt. Und wie auf einem Magnetband bist du quasi nach vorn beschleunigt worden. Ja, hier spürst du schon auch einen Ruck. Aber ich habe übrigens das Gefühl, ich habe bei meiner Multistrada schön langsam drauf, wie der Schaltautomat funktioniert. Letztens habe ich es zumindest geschafft auf der Fahrt zurück von Kroatien, dass ich kein einziges Mal irgendwie ein Problem hat, dass er mir den Gang rausgehaut hat. Es scheint zu gehen, wenn man relativ smooth fährt und im Hochdrehzahlenbereich, aber irgendwo in der Mitte hat er irgendwie keine Lust. So, perfekt. 2 Sachen noch zu gestern. Und zwar zur R1250 GS. Sie hat 2 Spiegel, die man auf dynamisch einstellen kann. Zwar keinen Totwinkelassistent, dafür sieht man in beiden Spiegeln etwas. Und ja, die Knöpfe, die man einfach mehrfach drücken kann zum Durchschalten der Modi, war schon auch sehr komfortabel. Und ein wichtiger Punkt, gestern im Gespräch mit meiner Freundin rausgekommen, diesen Punkt Ducati Connect, den ich bei der Multistrada V4 bemängel. Es gibt so ein System ja gar nicht auf der BMW
Es gibt dann das Zusatznavigationsgerät, kann ich mir bei Ducati auch kaufen. Aber ja, deshalb kann man diesen Punkt hier gar nicht negativ zählen. Und ja, für die sportliche Fahrweise und die Dynamik finde ich persönlich die Multistrada VVS echt definitiv geiler. Vom Sound her ja, geht der Punkt definitiv an die GS. Brutal endgenial, wie sich dieses Moped angehört hat. Einen wichtigen Punkt gibt es da noch, den habe ich bisher noch nie angesprochen in Bezug auf Ducati Connect. Und zwar, ich hatte gestern mal so einen smarten Temperatursensor von zu Hause mitgenommen und ins Moped gelegt, um einfach zu wissen, welche Temperaturen sich denn in dieser Ladebüchse so ergeben. Das Ergebnis ist absolut verständlich und nachvollziehbar. 47 Grad, unfassbar. Also sagen wir mal so, in der Buchse ist es luftdicht, wasserdicht isoliert. Es hat 47 Grad. Der Handy-Akku wird noch zusätzlich heiß durch den Ladevorgang, wie jeder Akku. Und ja, natürlich sind das tatsächlich Umgebungen, wo kein Smartphone mehr richtig funktionieren kann. Und deshalb kommt es dann öfter auch eben zum Abbruch von Ducati Connect, weil das Handy einfach sagt, es stoppt jegliche Apps und jegliche Prozesse im Hintergrund. Und ja, somit war das also auch schon das komplett technische Fail und das Ende einer Ducati Connect Fastverbindung. Sehr schade. Also hätte man konzeptionell im Voraus bedenken können, irgendwie nachvollziehbar, dass ein Akku beim Laden in einer luftdicht isolierten Box heiß wird und vor allem in einem Moped, das in der Sonne fährt, im besten Fall an Sonnentagen. Was man mit der Information machen soll, ist, wenn man Ducati Connect verwenden will, am besten nicht laden. Das ist tatsächlich mein Resümee. Dann kann man davon ausgehen, dass die Verbindung stabiler hält. Alternativ das Handy woanders hinlegen oder Ducati Connect nicht nutzen, während man das Handy lädt und gegebenenfalls auf irgendeine andere Art navigieren, damit man diese Doppelbelastung Laden und heiße Box vermeidet. Viel Glück damit. Also, an alle da draußen, viel Spaß mit dem Video. Weiterhin gute Fahrt. Tschüss.